umgeben von allen Bezirksaposteln der Welt, surrounded by all the district apostles of the world, ausgenommen einer, der nicht kommen konnte. with the exception of one who could not come. Auf dieser Erde geht nichts ohne einen Wermutstropfen. On this earth, nothing goes without having proven itself. Trittst du nun in diesen Augenblicken feierlich in den Ruhestand? And now, in a festive manner, you will enter into your retirement. Das ist der Rahmen, den ich dir gewünscht habe. This is the framework which I had wished for you. Eigentlich hätte ich noch einen anderen Rahmen gewünscht. Actually, I could have wished for another framework, Dass hinter den Bezirksaposteln that behind the district apostles, noch alle deine Apostel wären. that all your apostles would also be here. Aber die waren ja vor kurzem hier. But they were just recently here, Und ihr habt schöne Tage der Gemeinschaft gehabt. and you spent special days of fellowship together. Geboren in Siebenbürgen, Rumänien, steht hier auf meinem Zettel. Born in Siebenbürgen in Romania is written here on my, Im Jahre 1908, in the year 1908. im selben Jahr erblickte auch mein Vater das Licht der Welt. In the same year that my father also first saw the light of this world. Was der Bezirksapostel Robert Higelin sagte, What the district apostle Robert Higelin said, sage ich auch. I say also. Du könntest mein Vater sein You could be my father. und ich könnte dein Sohn sein. I could be your son. Aber das habe ich in meiner Amtsausübung nie fühlen müssen. But I never felt that in exercising my ministry, Dass du mir zu merken gegeben hättest. that you let me feel, Hör mal, Junge, ich weiß das besser. listen, young fellow, I know better. Sondern du hast immer gesagt, Stammapostel, sprich ein Wort You also always said, chief apostle, speak one word, und dann tun wir es so. and we will do it exactly like that. Mit 18 Jahren nach Kanada ausgewandert, At 18 years of age, you came to Canada mit 10 Cent in der Tasche. with 10 pennies in your pocket. Wie oft hast du diese Geschichte da und dort mal erzählt? How often you told this story here and there. Aber was das wirklich bedeutet, But what that really means, weiß eigentlich nur der, only the one knows der es selbst erlebt hat. who has experienced it himself. Und aus dem Nichts heraus, And out of nothing, so richtig nach amerikanischer Art, in a true American fashion, self-made man, bist du im Irdischen zu einer Größe geworden, you became great in the natural, aber noch viel mehr im Werke Gottes. but much more in the work of God. Wie wir hörten heute Morgen zu einem Pfeiler. As we heard in this morning hour, to a leader. Im Jahre 33 wurdest du Diakon In the year 1933, you were ordained deacon. und damit kommst du auf 61 Jahre Amtsträger. So you've been an administration brother for 61 years. Das sind alles Jünglinge hier. These are all young fellows here. Mit diesen 61 Jahren In these 61 years, stehst du wohl einmalig da. you are unique. Ich könnte mir vorstellen, noch einer ist in einer ähnlichen Lage. I could imagine that one other is in a similar position, Und das ist unser Stammapostel Bischof. and that is our chief apostle bishop. Ich kann es aber nicht sagen, ich habe es nicht nachgezählt. I couldn't tell for sure because I didn't check. Im Jahre 55 wurdest du in Zürich in der Schweiz Apostel. In 1955, in Zurich in Switzerland, you were ordained apostle. Ich freue mich, dass du das Apostellamt vor bald 40 Jahren in der Stadt empfangen hast, Almost 40 years ago, you received the apostle ministry in this city, in der ich heute wohne the city where I live today, und wo der internationale Sitz der Kirche ist. and where the international headquarters of the church is found. 3 Jahre später wurdest du Bezirksapostel 3 years later, you were ordained district apostle, und im Jahre 66 hast du auch den Apostelbezirk USA übernommen. and in 1966, you were also given the district apostle district of USA. Das ein paar Daten aus deinem reichen und gesegneten Leben. A few facts from your blessed and rich past. Heute Morgen sind der Apostel Wagner, gestern Abend, Entschuldigung, und ich noch zusammen gewesen. Last evening, myself and the apostle Wagner were still together. Da waren Tränen in seinen Augen. There were tears in his eyes, Und er sagte, Stammapostel, and he said, chief apostle, ich bedauere es, dass der Bezirksapostel in Ruhestand geht. I don't like it that the district apostle is going into retirement. Und ich wollte nie Bezirksapostel werden. I never wanted to be district apostle. Es ist schön, wenn um einen geweint wird. It is nice when one is cried over, Und man in diesem Segen die Amtstätigkeit beschließen kann. and that you can close off your serving in such a manner of blessing. Denn der Apostel Wagner war deine rechte Hand für über 50 Jahre. Because the apostle Wagner was your right hand for over 50 years.
Du hattest manche rechte Hand in der Welt, You had many right hands in the world, aber er war die erste rechte Hand. but he was the first right hand. Und er wird das Werk nun weiterführen, And he will continue the work ganz in deinem Sinn exactly in your und nature im Sinne unseres Senders Jesus Christus. and in the mind of our sender, the Lord Jesus. Und heute Morgen habe ich noch die Bibel aufgeschlagen And this morning I opened the Bible once und again gesagt, lieber Gott, gib mir doch ein Wort für Mike. and said, Dear God, give me a word for Mike. Und wieder war der Paulus vor mir. And once again, Paul was before me. Der ist einfach verwandt mit dir. He der has to be Paulus. related to you. Im 1. Korintherbrief habe ich gelesen, In the 1 Corinthians I read, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. by the grace of God I am what I am. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen an mir. And his grace was not in vain upon me. Und jetzt kommt etwas Großes. And now comes something great. Der Paulus konnte das sagen. Paul could say it. Ich sage es nun auch von dir. Now I say it about you. Es steht dann in der Bibel, It is then written in the Bible, ich habe mehr gearbeitet, denn sie alle. I have worked more than all of them. Aber nicht ich, But not sagte I, Paulus. said Paul, Gottes Gnade war es. but God's grace it was. Lieber Mike, Dear Mike, du hast mehr gearbeitet denn alle anderen. you worked more than all the others, Aber das warst nicht du. but that wasn't just you. Das war der Herr durch dich. That was the Lord through you. Aber gestatte mir, wenn wir am Ziel sind, But at least permit me when we are at the goal, dass du mich mal in deine Wohnung kommen lässt da drüben. that you let me come into your house over there. Ich möchte deinen Lohn betrachten. I want to see your reward. Das wird ein wunderbarer Lohn. That will be a wonderful reward. Ja. So, nun könnte man noch viel sagen. Now we could say much. Lasst es uns kurz machen. Let us make it short. Lieber Bezirksapostel, Dear District Apostle, im Namen von über 4 Millionen versiegelter Seelen, in the name of more than 4 million sealed souls, im Namen von über 100 Aposteln deines in Arbeitsbereichs, the name of more than 100 apostles in your working area, danke ich dir von ganzem Herzen I thank you from the bottom of my heart für deine große Arbeit, for your great work, für jedes Gebet, for every prayer, für alle Opfer, for every offering, für jedes Wort im Glauben gesprochen. for every word spoken in the Spirit. Die Liebe hört nimmer auf The love will never cease und nimmer vergeht, was du liebend getan and hast. will not go away that which you have done in love. Ich versetze dich hiermit in den wohlverdienten Ruhestand. Here I transfer you into the well-earned retirement. Möge es dir an keinem Tag langweilig sein. May it never be boring any day. An dem Tag, wo es dir langweilig ist, musst du mir anrufen. As soon as it gets boring for you, give me a call. Dann können wir wenigstens am Telefon miteinander sprechen. Then at least we can talk on the telephone. Ich wünsche dir und deiner Frau, I wish to you and your wife die all die Jahre mitgeholfen that hat has helped along for so many years und treu an deiner Seite and war, remained faithful at your side, einen sonnigen Ruhestand, a sunny retirement, eine gesegnete Zeit. a blessed time. Möge sie kurz sein, May it be short, indem der Herr kommt in that the Lord will come und uns bald heimholt. and take us all home. Gottes Liebe, Gnade und Segen sei mit dir und deinem Haus für und für. God's love, grace, and blessing be with you and your house forever and ever. Dankeschön, liebe Stamm. Ja, ja. Schön. Beuge bitte die Knie. Nun nimm hin das Bezirksapostel an.